Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich ausprobieren, ob mein neu verklebtes Aquarium jetzt dicht ist. Ich hatte das Aquarium ja auf dem Sperrmüll gefunden und für alle, die das Video darüber noch nicht gesehen haben, blende ich jetzt rechts oben einen Link dorthin ein. Es war wirklich in einem üblen Zustand und der Deckel war abgebrochen, aber die Scheiben waren intakt. Nachdem ich es gründlich sauber gemacht hatte, sah es aber gar nicht mehr so schlecht aus. Also habe ich ein paar Tage später vorsichtig Wasser eingefüllt, bis es fast voll war. Aber schon bald hatte sich ein nasser Fleck unter dem Aquarium gebildet und das Wasser musste schnell wieder abgelassen werden. Ich habe mich dann dazu entschlossen, es neu abzudichten und dafür musste erst einmal das alte Silikon raus. Danach habe ich die Klebestellen abgeklebt und angefangen, Silikon in die Fugen zu spritzen. Darüber habe ich leider die Zeit vergessen und das Silikon blieb beim Abziehen am Klebeband hängen. Also musste ich das ganze Silikon noch einmal herauskratzen und ein paar Tage später alles neu verkleben, diesmal ohne Klebeband. Das Ergebnis war leider nicht ganz so schön, wie ich es mir erhofft hatte. Das Silikon war in den Ecken zu dick aufgetragen, schaute über den unteren Rand hinaus und die Nähte waren außen ziemlich verschmiert. Trotzdem wollte ich jetzt wissen, ob es dicht war. Dafür habe ich es 4 Tage lang zum Durchtrocknen stehen lassen und dann wieder Wasser eingefüllt. Ich wollte sehen, ob es einen Tag dicht bleibt und wenn ja, hätte ich es mindestens 14 Tage befüllt in den Keller gestellt, um ganz sicher zu gehen. Nachdem das Becken zu einem Drittel gefüllt war, habe ich wie beim letzten Mal erst einmal aufgehört. Alles schien in Ordnung, die Klebenähte waren trocken und auf dem Packpapier war nichts Beunruhigendes zu sehen. Am nächsten Morgen waren auf den Streben des unteren Rahmens jedoch Flecken zu sehen, die sich zwar nicht ausbreiteten, aber es war schon klar, dass hier nicht das Ergebnis herauskommen würde, das ich erhofft hatte. Da nichts weiter passierte und ich einen endgültigen Beweis für das Scheitern des Versuchs haben wollte, habe ich das Aquarium weiter aufgefüllt, aber es erschien immer noch kein Fleck auf dem Packpapier. Also habe ich es bis zum Rand aufgefüllt und dann begann sich der Punkt auf der mittleren Strebe langsam aber sicher auszubreiten. Er wurde immer länger und länger, bis er fast an der anderen Seite des Aquariums angekommen war. Auf dem Packpapier war aber immer noch nichts zu sehen, weder vorne noch hinten und auch nicht an der Seite. Eine halbe Stunde später hatte die Strebe fast komplett die Farbe gewechselt und um 16 Uhr Ortszeit war dann klar, das Aquarium war undicht. An der Strebe bildete sich ein nasser Rand auf dem Packpapier, der sich langsam aber sicher zu einem Fleck ausbreitete. Jetzt war es an der Zeit, den Versuch abzubrechen und das Wasser abzulassen. Nach diesem Fehlversuch war ich um 12 € für das Silikon ärmer und um eine Erfahrung reicher. Auf der einen Seite war ich zwar enttäuscht, auf der anderen Seite aber auch erleichtert. Wäre das Aquarium dicht gewesen, hätte ich mir lange Zeit das hässlich verklebte Silikon ansehen müssen. Außerdem hätte ich dem Becken nie richtig getraut, wäre immer mit ungutem Gefühl aus dem Haus gegangen oder gar in den Urlaub gefahren. 50 Liter Wasser sind sehr viel, wenn sie sich in der Wohnung verteilen. Also habe ich das Aquarium so schnell wie möglich entsorgt, bevor ich auf die Idee kommen konnte, es noch einmal zu versuchen. Dabei hatte ich mich irgendwie schon an das Aquarium gewöhnt und auch schon Pläne gemacht, wie ich es einrichten wollte. Die Stelle, wo es stand, ist jetzt verwaist und leer und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da doch etwas hin muss. Ja, mit dieser Vase hat einmal alles angefangen und danach kamen meine 3 Nanobecken. Soll es das jetzt gewesen sein? Oder bekomme ich jetzt auch MTS, das Multiple Tank Syndrom? Einen Ausblick auf das, was vielleicht kommt, gebe ich euch mit diesen Bildern. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die kleine Glocke und wenn euch das Video trotz Fehlversuch gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.